Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge The ABC Murders. Wir fahren jetzt zurück nach Scotland Yard, um die Medikamente zu untersuchen, beziehungsweise den Typen am nächsten Tag zu befragen. Dafür müssen wir aber, wie schon gesagt, erstmal zurück nach Scotland Yard. Da ist er ja schon mal. Guten Tag. This man is not in good shape. Naja, seine Haare, nee, der gesenkte Blick, dann nervöse Gestik und die Hände sind... Ja, hier oben soll noch was sein. Da, so in die Richtung. He is worried and very tired, and other police have been hard on him. Glückwunsch. What do you want from me? Erstmal vorstellen. Good day, Mr. Katz. I am Hercule Poirot. Ah, you're the detective. Warum haben Sie mir die Briefe geschickt? Why did you send me a letter before each crime? Why all these questions? When are you going to stop pestering me? Ihn dazu bringen, zuzugeben, dass er es vergessen hat. Maybe you forgot that you wrote these letters. Yes, it's true. Sometimes I forget. Maybe I did type them. Zugeben, dass sie ihm nicht glauben, ein Mörder zu sein. Fragen, ob er töten kann. Are you capable of murder, Mr. Katz? All these questions are giving me a headache. Hier. Take this. It will help you. Thank you. Hast du? Oh, good God, my shirt is covered in blood again. Bon. I now know where the bloodstains Mrs. Marbury saw came from. Are you well enough to speak? Yes, I feel much better. Ist nicht so schön. Nochmal fragen, ob er töten kann. Are you capable of murder, Mr. Katz? All these questions are giving me a headache. Ihn dazu bringen, über die Armee zu sprechen. You suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. But the army was the only place I didn't feel inferior. No questions. Just orders to follow. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. Ihn glauben lassen, dass er unschuldig ist. Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. No, never. Dass es Zeugen gibt, die ihn fragen, ob er zugibt, in die 3 Städte gereist zu sein. Do you deny being at the scene of the crimes? So? There was no harm in being there. It was only for my work. You were seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot. But not for pleasure. I am terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them.
Yes, but the letters were received afterwards. Es sieht aus, als hätten sie sich getippt, als hätten sie sie getippt, bevor sie sich selbst zugeschickt haben. Das beweist, dass sie der Verfasser sind. So it would appear that you typed them before sending them to yourself. I don't remember. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. Na, ein Glück haben wir den ganzen Mist mitgenommen. He is prey to a terrible anxiety. Ja, hier, nimm. Take this. It will help you. Wir pumpen ihn bei der Befragung mit Medikamenten zu, dass er es zugibt. Das ist doch der beste Trick, oder? Oh. I think I'll be fine. Haut's einfach komplett rein. Let us see, Katz. Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Und jetzt? Achso, okay. Dann gehen wir mal raus und schauen. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Our brain cells to work. Was weiß man über Katz' Gesundheit? Er leidet am Bluthusten. Er hat Halsbeschwerden. Man erwartet, dass er mördet. Nee, er hat Gedächtnisschwäche. Okay, das bin ich mir nicht so sicher. Dann, er hat Halsbeschwerden. Dann passt es. Katz ist mental und physisch geschwächt. Das ist nicht gerade das Profil eines Killers. Gibt es Indizien, die nicht mit Katz' Schuld im Mordfall von Justin übereinstimmen? Er war mit Blut beschmutzt. Man erwartet, dass ein Mörder Zeitungsartikel über alle seine Verbrechen aufbewahrt. Aber Katz' Sammlung beginnt mit Justin, als hätte er den Fall später erst entdeckt. Hat Katz Sam gesehen, dass an der Knopfleiste beschmutzt war? Er hatte keinen Grund, sie zu ermorden. Warte mal, vielleicht das hier. Ja, genau. Man würde erwarten, dass das Hemd des Mörders an den Ärmeln und nicht an der Knopfleiste beschmutzt ist. Man beobachtet aber das Gegenteil. Gibt es Indizien, die nicht mit Katz' Schuld übereinstimmen? Noch mehr? Okay. Was nehmen wir denn? Er habe die Briefe nicht geschrieben. Pyro erkennt er nicht und er hat die Briefe nicht geschrieben. Nee. War mit Blut beschmutzt. Aber er hatte keinen Grund, sie zu ermorden. Moment. Ich will es nicht immer mit reinem Probieren schaffen. Er sagt, dass er die Briefe nicht geschrieben hat. Okay. Er war mit Blut beschmutzt. Ich glaube das und das mit den Briefen. Oder zumindest das mit Pyro. Genau. Man kann sich seiner Schuld noch nicht sicher sein. Kann man unwiederbelegbar sagen, dass Katz schuld ist? Er sagt, er hat die Briefe nicht geschrieben und er hat sie nicht ermordet. Unschuldig. Oh. I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Katz admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Katz killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then he confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Then, with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done.
How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Schon Let interessant us now jetzt. try and get our brain cells to work. Katz psychologisches Profil erstellen. Ist Katz clever? Nanu? In der Tat, kommen wir auf diesen Mord zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder ihn perfekt ausgeführt hat. Ist Katz clever? Die Armee ist der einzige Ort. War zögerlich. Das Telefon klingelt. Nee. Ich hatte ihn schon vor einiger Zeit in Verdacht, aber es sah so ungefährlich aus. Oh, er konnte manchmal wirklich wütend werden. Kurz darauf wurde er interessant. Clever hat damit nichts zu tun. Das eigentlich auch nicht. Ich denke mal, das mit den Bleistiften passt ganz gut. Er war mit Blut beschmutzt, ne? Hä? Die Armee kannst du doch auch nicht... Die Armee war's? Unbedeutend. Okay. Kannst du Spaß haben? Achso, selbstsicher. Okay, nein. Er ist beeinflussbar. Ist Kast ein Verführer? Er fällt nicht auf. Ohne Charme. Mag Kast Züge? Nein. Er mag keine Züge. Ist er impulsiv? Ja. Nein. Großzügig? Nicht wirklich. Er ist ehrgeizig. You see? Cuss' character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual or repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always. So we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Ich habe keine Ahnung, auf was er jetzt hinaus will. Ich habe auch keinen Plan mehr. Wenn er das nicht ist, wer dann? Wenn er das nicht ist, wer dann? Okay, fahren wir halt nach Hause. Jetzt ist wirklich die To wait Frage, heaven, please. wenn er es nicht war, wer könnte es dann sein? Wir haben niemanden... Also, ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass wir jemanden getroffen haben, der das sein könnte. Was war das? Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe 1 or 2 details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. Ah, What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. immer dieses, ja, man hat keine Ahnung, was jetzt gleich passiert. Gut, dann holen wir uns doch mal den Revolver. Und dann schauen wir uns da das Buch noch an. Hier. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. Na, dann nehmen wir Platzpatronen. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ha, anscheinend nicht. Wir belassen es mal bei Platzpatronen, das weiß er ja nicht. Oh oh, das ABC-Buch ist auf D aufgeschlagen. Oder auf W? Stell dir mal vor, es wäre jetzt auf W. Nee, auf C. Churston, Devon, population 500 inhabitants. Ja, das ist egal, was da steht.
Hastings Hunting. Kann man sich hier schon wieder angucken. Hastings Fotoalbum. Kennen wir doch auch schon. Na gut, geben wir mal Hastings unsere Waffe. Also ich hoffe, dass mit den Platzpatronen das alles passt. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait one moment, I will bring you my weapon. Also wenn es eine Rolle ist, dann kriegt er hier. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used, it is almost new. Ich vertraue noch nicht so wirklich auf den Plan. Ich hoffe einfach, dass das die richtige Entscheidung mit dem Platzpatronen war. Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind, I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Oh, ich bin Why gespannt. have you brought us here, Mr. Poirot? Since Cust's arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Let us now try and get our brain cells to work. So viel Denken ist nicht schön. Denken ist, oh Gott, gar nicht gut. Warum hat sich der Mörder in der Adresse geirrt? Warum? Die verspätete Zustellung des Briefes hat den Mörder gerettet? Poirots Adresse ist nicht sehr bekannt. Ja. Poirots Adresse ist nicht bekannt, das ist auch falsch. Jetzt bin ich verwirrt, das ist einfach viel zu viel, dass man hier machen kann. Die Leiche war noch warm? Nein. Mörder hat Poirot herausgefordert, um einen Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren? Nein. Für den Ruhm herausgefordert? Nein. Die fehlerhafte Adresse hat zu einer verspäteten Zustellung der Post geführt. Teil des Umschlags mit einer falschen Adresse. Seine Adresse ist nicht sehr bekannt. Der Mörder hat Poirot von seinen Morden in Kenntnis gesetzt. Das kann doch nicht angehen. Ah, er hat den Fehler vorsätzlich gemacht. Aber warum? Meinen Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren? Nee. Ruhm, denke ich. Auch nicht. Fremdenfeindlichkeit? Auch nicht. Die ist nicht sehr bekannt. Aha. Check ich nicht. Is everything clear now? You might like to explain your reasoning again. Ja, bitte. Of course. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churston, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient. Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. Ach It was so. very cunning. Absolument. It is a very subtle plan.
It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of the psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Was man über Cust weiß, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Also dranbleiben bis morgen, oder ja, bis morgen warten und dann weiter gucken. Bis dahin. Tschüss.